Rosen im Winter gibt's nicht, von wegen, weit gefehlt. Das hier sind Christrosen, Helleborus, haben zwar botanisch nichts mit den Rosen zu tun, sind aber mindestens genauso schön. Im Kübel vor der Haustüre, auf Balkon und Terrasse oder ausgepflanzt im Beet. Alles, was ihr über diese sensationellen Pflanzen wissen müsst, das erfahrt ihr heute von mir. Früher kannte man sie vornehmlich ja in Weiß, die Christrose oder Helleborus. Mittlerweile ist das Sortiment aber durch moderne Züchtung riesig groß geworden und vor allen Dingen dadurch, dass man verschiedene Arten miteinander kreuzen konnte. Hier zum Beispiel, das ist die Ice and Roses Sortengruppe. Die zeichnen sich durch eine ganz lange Blütezeit, durch eine frühe Blüte, fantastische Farben aus und die blüht auch immer wieder nach. Man sieht das hier sehr schön, dass oben immer wieder neue Blüten kommen, bis in den April und Mai hinein. Ganz besonders frosthart sind die sogenannten Schneerosen, hier die Icebreaker-Gruppe in verschiedenen Farben. Und die neuesten sind eigentlich die Ballad Girls, die haben besonders lange Blütenstiele, stehen also hoch über dem Laub und besonders große Blüten. Das sind Kreuzungen zwischen den Lenzrosen und hier, mit denen wir angefangen haben, nämlich den Helleborus niger, den Christrosen. Und auch da hat die Züchtung viel getan, denn früher standen die Blüten ziemlich weit unter dem Laub. Die sahen gar nicht so schön aus, haben auch nicht so lange geblüht. Aber das hier ist ja wirklich prachtvoll, oder? Aber ich bin nicht nur wegen der tollen Blüten von diesen Pflanzen begeistert, sondern auch wegen ihrer Eigenschaften. Sie sind super frosthart. Sie blühen im Garten, wenn sonst eigentlich nichts mehr blüht. Auch in der kalten Jahreszeit locken sie mit ihrem großen Nektarangebot noch die Insekten zu ihren Blüten. Und sie wachsen da, wo eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viele Pflanzen wachsen, nämlich unter Bäumen. Außerdem werden sie viele Jahre alt und das ist wirklich ein Grund, der für diese Gruppe spricht. Die Christrosen kann man natürlich auch super in den Kübel pflanzen. Gerade hier die Sorte Ice and Roses passt da sehr gut rein. Sie verträgt auch sogar ein bisschen Sonne. Kombinieren lassen sich dazu natürlich immer grüne Gehölze, wie zum Beispiel hier diese Skimien oder Stauden, wie zum Beispiel diese Heuchera-Pflanzen. Ich finde, das ist ein ganz toller winterlicher Korb, der bis ins Frühjahr hinein blüht. Die Christrosen, Lenzrosen sind nicht ganz billig. Aber wenn ich es zum Beispiel mit dem Blumenstrauß vergleiche, da können sie schon durchaus mithalten. Und die lange Blütezeit und auch das Alter, das die Pflanzen erreichen können, sind echte Pluspunkte. Und ich finde, sie sind wirklich jeden Cent wert. Von Mini bis XXL, von 6 Euro bis 60 Euro. Da sollte doch auch was für dich dabei sein. Auch wenn sie genügsam sind, ein bisschen was müsst ihr durchaus zur Pflege wissen. Zum Ersten der Standort. Halbschattig, schattig im Sommer. Das heißt, im Winter können sie ruhig unter laubabwerfenden Gehölzen stehen. Manche vertragen sogar die Sonne, wie hier die Ice and Roses. Boden, leicht locker soll er sein und vor allen Dingen kalkhaltig. Nach der Blüte sollte man die Samen entfernen, weil erstens kostet die Pflanze Kraft und zweitens mal könnten sie aussamen und dann unsere tollen Christrosen hier verdrängen. Ansonsten nach dem Pflanzen gut wässern. Wenn sie sich einmal richtig etabliert haben, also eingewurzelt sind, brauchen sie eigentlich kaum noch Wasser. Und keine Angst, wenn sie bei starkem Frost mal alles hängen lassen, gar kein Problem. Das ist eine Strategie, mit der Kälte klarzukommen. Sobald es wieder wärmer wird und die Pflanzen wieder Wasser aufnehmen können, stehen sie wieder da wie eine Eins. Wenn euch meine christrosigen Tipps gefallen haben, dann gebt mir ein Like oder besser noch, abonniert gleich meinen Kanal.